Moll bringt mehr als Arek für einen Ranger, oder? Ja. Sehr nicer Chatverlauf auf Channel 1. Buff, please. Buff, please. Buff, please. Buffs, please. Die Leute wollen doch immer nur das Gleiche. Buffs. Diese verdammten Drogensüchtigen. Auch, also ganz ehrlich, die brauchen auch kein Doppel-XP-Event machen, die sollen einfach Tower F6 hinzufügen. Weil Tower F6 wäre wie ein permanentes XP-Event. Tower F6 würdest du wahrscheinlich auf 155 plus noch jeden Tag 3 oder 4% mit Tower Dailies bekommen. Und vielleicht hättest du sogar die Chance auf Fairness-Waffen im Tower. Das wäre viel besser als ein XP-Event. Oder als Doppel-XP-Event. Du meinst Fliff? Einfach spielt Tower noch nicht Fly Force, F6. du Vollidiot. Das heißt Fliff. Fly for Fun. Fliff ist doch ganz einfach. Das kann sich doch jeder merken. Gebt uns, was wir wirklich wollen. Ein Elle zum Beispiel hat 200% Cast-Time. Obwohl ich keinen Fairness-Stuff habe, kein Luzagas Crystal-Stuff und kein 150er-Set. Also kein 150er 1v1-Set. Habe ich trotzdem 200 Cast ohne Power-Ups. Ohne Cast-Time-Power-Ups. Das ist nur dank dem FEC-Equipment möglich. Ohne FEC-Equipment wäre es nicht möglich. Ohne Power-Ups. Und wie gesagt, bei dem Set alle Sets plus 5. Ich meine, wen juckt das? Also selbst wenn du so ein Hardcore-PvP-Spieler oder so wärst, was keinen Sinn ergibt, weil es ein PvE-Set ist. Aber selbst wenn irgendwie so du argumentieren würdest, oh ja, alles Sets plus 5, ich will alles mitnehmen, so ungefähr. Jeder kleine Vorteil ist mir so wichtig. Ich meine, ganz ehrlich, wenn du fragen würdest, hättest du lieber alles Sets plus 5 oder würdest du das lieber haben, dass es ungebunden ist? Also wer würde da nicht antworten, ja, ich hätte es gern lieber ungebunden? Also, weil dann könntest du es irgendwann halt auch wieder verkaufen und dir die Kohle zurückholen. Aber klar, ungebunden ist natürlich schwierig wegen dem doppelt Upgrade-Chance und so, schon klar. Aber es ist halt irgendwie, keine Ahnung. Es fragt halt keiner, ja. Das sowieso nicht. Ja, es ist ein schwieriges Thema, aber wie gesagt, ich finde es halt... Also bei den Waffen macht es Sinn. Die sind ja 10% stärker und 10% bei 6% Crit Damage zum Beispiel. Das macht im Late Game, vor allem bei Blade zweimal, da sind es dann sogar 12% Crit Damage. Ich meine, das macht einen erheblichen Unterschied. Ich meine, da kann man dann nicht argumentieren, ja, es ist ja sowieso genau gleich stark, es ist ja nicht mal besser so. Das kannst du da nicht sagen, weil bei den Waffen macht es einen erheblichen Unterschied, aber bei dem Set eben nicht. Deswegen ist es halt irgendwie ätzend. Aber das werden sich wahrscheinlich trotzdem die meisten Leute holen. Zumindest ein Set. Was auch ätzend ist, ist, dass das Elementor-Set so unnormal hässlich ist. Mit Abstand das hässlichste Set. War wieder so typisch. By the way, mir fällt gerade so auf, ein Anreiz wahrscheinlich noch wegen dem Set ist ja dieser Titel. Man kriegt ja diesen FEC Emperor-Titel oder so. Ich glaube, das war so auch so der Hauptanreiz. Wahrscheinlich auch fürs PvP-Tournament, schätze ich mal. Ich habe zwar vergessen, was der für Effekte hat. Ich glaube irgendwie alles Stats plus 15 oder sowas. Ich denke, die Effekte gelten natürlich nur auf dem FEC-Server, die kannst du nicht mitnehmen. Also für das, was wir vorher gesagt haben mit dem Transfer auf Burudeng, spielt das natürlich keine Rolle. Aber für den FEC selber, da spielt es halt eine Rolle. Das ist noch so ein Ding, was mir gerade eingefallen ist. Womit sie die Leute mehr oder weniger auch so ein bisschen zwingen, sich trotzdem das Zeug einzutauschen, selbst wenn du selber sagen würdest, ja, für alles Stats plus 5 mache ich das natürlich nicht. Aber dann sagst du halt, naja, aber halt für den Titel 4 Monate lang alles Stats plus whatever und Angriffskraft oder so gibt er, glaube ich, sogar auch noch, oder? Der ist ja doch relativ stark, der Titel. Ich schätze mal, das wird für viele noch ein Argument sein. Wobei man auch sagen muss, das reine Eintauschen ist eigentlich auch nicht so schlimm, weil du musst ja keine Sockel reinmachen. Also kannst du eigentlich auch einfach nur plus 10 machen, dir das goldene Set holen, das dann skinnen, also die Garderobe packen, oder halt auch auf Burudeng erst die Garderobe packen, ist egal. Und dann trotzdem einfach das normale später tragen. Also auf FEC läufst du mit dem goldenen rum vielleicht. Oh, shit. Ja gut, weil wenn du es nicht sockelst, macht das keinen Sinn. Aber ist ja egal, auf jeden Fall könntest du es dann irgendwie so machen. Also es zwingt dich ja keiner, es zu sockeln und Element plus 10 und was weiß ich was drauf zu klatschen. Du musst es halt plus 10 machen, oder dann kannst du es erst eintauschen. Aber plus 10 auf FEC ist ja verhältnismäßig günstig.
Dann könntest du dir trotzdem den Titel holen, um damit auf FEC halt monatelang zu zocken mit dem Titel, mit den Vorteilen, die der Titel bringt. Mehr Damage und so. Und könntest dann aber das Set einfach in die Garderobe packen und dann hast du trotzdem kein seelengebundenes Equipment und kannst dir auf Brooding ungebundenes Equipment holen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. So könnte ich vielleicht machen. Sounds like a plan. Power-Ups aus Battle Pass mit den Power-Ups aus Daily Spielzeitbelohnungen. Also die Frage war quasi, lohnt es sich überhaupt mit den Leechern, mit den 8 Chars quasi, die ganze Zeit jeden Tag die Dailies zu machen und die ganzen seelengebundenen Power-Ups zu stacken und so? Weil die Frage ja ist, wird das überhaupt übertragen? Also machst dir jeden Tag die Mühe, das ganze Zeug abzuholen. Und wenn du es halt aber auf dem FEC-Server nicht alles brauchst oder nicht alles verbrauchst, dann hast du es ja dann irgendwo umsonst gemacht, jeden Tag das abzuholen, Battle Pass durchzugrinden und so weiter. Und ich habe den Fehler gemacht. Die haben halt nie gesagt, ob man es übertragen kann oder nicht. Die haben immer nur gesagt, ja, können sie nicht beantworten. Und ich habe dann irgendwann den Fehler gemacht und habe legit keine Belohnungen mehr abgeholt und habe sogar all mein Zeug weggeschmissen. Also ich hatte irgendwann keinen Platz mehr auf der Bank und habe ich einfach voll viele Power-Ups weggeschmissen. Auf all meinen Chars. Und dann, einen Monat später oder so, kam diese Liste raus, wo dann drin stand, dass basically alle Power-Ups übertragen werden. Auch Power-Ups aus Dailies und Battle Pass. Und das war dann ziemlich bitter. Also war nicht so schlimm, weil es waren dann nur meine Side-Character, die ich bis zum heutigen Tag eigentlich nie wirklich gespielt habe. Deswegen ist das relativ egal. Also, rückblickend. Wenn es aber Charakter gewesen wären, die ich effektiv tatsächlich für irgendwas hätte benutzen wollen, direkt nach dem Transfer auf Brooding, dann hätte das schon sehr wehgetan. Level up, baby, let's go! Oh, gute Erinnerung. Chat? Cheer me up before you go, Chat. Das gefällt mir. Nur noch Tower machen. Der ultimative Traum in Flife. Nur noch jeden Tag die 64 Chars online holen, 8 mal Tower machen, plus Events farmen und wieder offline gehen. Ey, ganz ehrlich, wenn du 8 mal Tower in 10 Minuten schaffen würdest, ne? Mit 8 Chars, dann bräuchtest du 80 Minuten, natürlich noch ein bisschen mehr für Umloggen und so, sagen wir 100 Minuten. Das sind 1 Stunde 40 Minuten Spielzeit pro Tag und du würdest 240 Millionen Penya bekommen? Oder? Ah ne, Schwachsinn, aber meint. Hold up, hold up, hold up, das war zu viel. Aber du wirst über 100 Millionen Penya bekommen und alle Chars auch noch leveln. Wenn die Chars irgendwann mal Maximallevel sind, dann fällt der Teil natürlich weg. Aber du wirst quasi jeden Tag in verhältnismäßig kurzer Zeit einfach über 1000 F-Coin machen. Und halt zusätzlich droppst du ja auch noch ein paar Sachen theoretisch im Tower. Genau deswegen brauchen wir Tower F6, damit das noch umso besser wird. Ey, yo! Level up! Level up number 2. Nein, es sind herzlose Killermaschinen, die irgendwann die Welt übernehmen werden und alles menschliche Leben ausrotten werden. Aber klar, wenn du daran teilhaben willst, Jester Ese, dann heirate sie doch, wenn du sie so sehr liebst. 6,2 Millionen Skis. 6,2 Millionen Skis. Oh, Chat. Chat. Also ich würde sagen 4 Diamonds wäre gut. Oder einer. Ich nehme auch einen. Kappa. Ey, 6! Mann, Alter.